Du musst bei jedem Start dein Passwort oder deine PIN eingeben und das nervt. Vor allem, wenn du den PC alleine nutzt und zu Hause sitzt. Heute zeige ich dir, wie du Windows 11 so einrichtest, dass du direkt auf dem Desktop landest. Ohne Passwort, ohne PIN, Schritt für Schritt. Bevor wir zur eigentlichen Einstellung kommen, müssen wir eine Sache vorbereiten. Windows 11 hat standardmäßig eine Sicherheitsfunktion aktiv, die uns sonst im Weg steht. Wenn wir diesen Schritt überspringen, fehlt nachher in einem bestimmten Fenster die entscheidende Option. Wir gehen auf Start und öffnen die Einstellungen. Dann klickst du links auf Konten und rechts auf Anmeldeoptionen. Hier scrollst du runter zu zusätzliche Einstellungen und dort findest du den Eintrag für Microsoft-Konten auf diesem Gerät aus Sicherheitsgründen nur Anmeldung mit Windows Hello erlauben. Diesen Schalter legst du um, also auf Aus. Das war der wichtige erste Schritt. Ohne den wäre das Häkchen im nächsten Fenster gar nicht sichtbar. Jetzt kommt der Kern des Ganzen. Dazu drückst du die Windows-Taste und gleichzeitig R. Es öffnet sich das Ausführen-Fenster. Tipp hier netplwiz ein und bestätige mit Enter. Es erscheint das Fenster Benutzerkonten. Hier siehst du alle Konten, die auf deinem PC eingerichtet sind. Wähle dein Konto aus, also das, mit dem du dich normalerweise anmeldest. Jetzt entfernst du den Haken bei Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben. Wenn dieser Haken bei dir nicht sichtbar ist, dann hast du Schritt 1, das Deaktivieren von Windows Hello, nicht gemacht. Geh dann nochmal zurück und schalte es aus. Haken raus, dann klicke auf Übernehmen. Windows öffnet jetzt das Fenster Automatische Anmeldung. Hier trägst du deinen Benutzername und dein Passwort ein. Wichtig, das ist das Passwort deines Microsoft-Kontos, falls du dich damit anmeldest, nicht deine PIN. Zweimal dasselbe Passwort eintippen, dann auf OK und nochmal OK im Benutzerkontenfenster. Fertig. Beim nächsten Neustart landest du automatisch auf dem Desktop. Kein Anmeldebildschirm, keine PIN, kein Passwort, einfach direkt drin. Das ist natürlich bequem, hat aber auch eine Kehrseite. Jeder, der physischen Zugriff auf deinen PC hat, kommt ohne Passwort an deine Daten, deine E-Mails, dein Microsoft-Konto. Mach das also wirklich nur, wenn du der einzige Nutzer bist und niemand Fremdes an deinen Rechner kommt. Für einen Familien-PC im Wohnzimmer ist das eher keine gute Idee. Falls du es dir anders überlegst, kein Problem, dann geh den gleichen Weg zurück. Windows-Taste und R, netplwiz, dann den Haken wieder setzen, OK, und beim nächsten Start wirst du wieder nach deinem Passwort gefragt. Und das Deaktivieren von Windows Hello aus Schritt 1 kannst du genauso rückgängig machen. Einfach den Schalter in den Anmeldeoptionen wieder auf Einstellen. Das war's auch schon. In unter 5 Minuten hast du die automatische Anmeldung eingerichtet und sparst dir ab jetzt bei jedem Start die Passworteingabe. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du deinen PC mit oder ohne Passwort nutzt. Wenn dir das Video geholfen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.